zwei witzige Typen, trotzdem sehr ehrgeizig, leistungsorientiert. Ja, das, was man so als Trainer braucht und was man erwartet. Ah, geil, Alter. Sexy. Dass wir beide jetzt nicht die Vorzeigekarriere hatten, die perfekt gelaufen ist immer. Wir haben beide ein paar Umwege genommen, bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert. Deswegen wissen wir, glaube ich, beide, was wir hier haben, was wir schätzen können. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Wir reden auch über Fußball, definitiv, auch viel. Aber da sind auch einfach private Themen dabei und einfach auch mal weg vom Fußball. Ich bin eigentlich noch nicht auf dem Level, wahrscheinlich so jubeln zu dürfen, aber nee, ist glaube ich ein ganz lustiger Torjubel. Allerdings haben natürlich viele Golffans schon gesagt, dass dort am Schwung noch ein bisschen arbeiten muss. Manche dachten auch, es wäre ein Baseballjubel. Im Sommer habe ich so ein bisschen Golf für mich entdeckt. Trainer wurde mir empfohlen in Leipzig, hieß, gibt 2 schöne Golfplätze. Dann dachte ich mir, nutze ich das schöne Wetter. Also ich war mit David öfters Golf spielen. Also was heißt, er hat gespielt, ich habe versucht, den Ball zu treffen. Ich muss sagen, David hat sich richtig gut entwickelt beim Golfen, also für die kurze Zeit. Davids Outfit sieht schon sehr professionell aus, mit Handschuh und Cappy und alles drum und dran. Deswegen denke ich mal, dass David da vielleicht ein bisschen die Nase vorn hat. Jannis hat schon länger gespielt, aber ich war mit dem nur einmal am Golfplatz. Da war er ganz solide, darum würde ich sagen, beide sind am selben Niveau. Wer da gewinnt, ist glaube ich so eine Tagesformgeschichte. Würde mir jetzt nicht festlegen. Ich kann eher ihre Fußballskills einschätzen. Golf spielen habe ich sie noch nicht sehen. David spielt noch nicht so lange, glaube ich, hat damit angefangen. Bei Jannis wusste ich noch gar nicht, dass er auch Golf spielt. Wir haben auf jeden Fall genug Bälle dabei, das ist das Wichtigste, wenn Jannis und ich golfen gehen. So finanzieren wir auch einen Golfclub in Leipzig, weil wir immer wieder neue Bälle kaufen. Jannis hat schon mal früher angefangen, ein bisschen Golf zu spielen. Der ist dann wieder neu sozusagen entfacht worden, seine Leidenschaft auch für Golf. Habe ihn dann auch 2-3 Mal mitgenommen. Da sein Golfbag wieder abgestaubt, glaube ich, und hat es wieder mit rausgenommen. Wie gut bist du? Na, semi-gut. Wie jetzt mal als Amateur bezeichnen, was das Golfen angeht. Fokus liegt da einfach nur auf Spaß. Spielst du tatsächlich dann auch in Leipzig mit Jannis oder wer sind da deine Spielpartner? Ja, mit Jannis, Klosti, wenn Freunde da sind mit Freunden. Ja, Lenz war auch schon mal mit dabei. Ist eine ganz coole Runde, die da manchmal zusammenkommt. Ja, vor ein paar Jahren habe ich mal die Platzreife ich mir erarbeitet oder geholt, sage ich mal. Aber die Zeit, die fehlt natürlich ein bisschen dazu, liegt der Fokus noch definitiv auf dem Fußball, auf die anderen Ziele. Das ist ein sehr anspruchsvoller Sport, hatte ich so nicht am Schirm und ja, dort dann einen ganz guten Trainer kennengelernt, der viel Geduld hat, ist wichtig. Und ja, dann immer mal wieder ein paar Trainingsstunden genommen, dann auch mal auf den Platz gegangen mit den Jungs und ja, macht Spaß, ist eine interessante Sportart. Wohin müssen wir denn? Hier. Das ist schon fast gekommen. Wohin denn? Fangen wir hier? Aber das ist ja kein Platz. Ey, weißt du, wie knapp das war? Das ist doch kein Golfplatz. David, bist du doof, Alter? Warum denn? Das war so knapp, Bruder. Ich weiß, dann du fährst weiter durch, Alter. Also mental ist auf jeden Fall zum Runterkommen. Körperlich ist es trotzdem sehr anstrengend. Nach den ersten Einheiten hatte ich auch echt Muskelkater, muss ich sagen, an Stellen, wo man sonst keinen Muskelkater hat als Fußballer, muss man ja klar sagen. Ja, wenn man die ersten Male wieder spielt, wenn man eine längere Pause gemacht hat, dann merkst du es schon mal ein bisschen auch im Rücken. Aber ich denke, wenn man da auch ein bisschen im Flow bleibt,
dann stabilisiert das auch den Rücken und verschiedene Muskulaturen und kann auch ich sag mal, positiv sein und hilfreich sein für den Sport, auch für den Fußball, denke ich. Man muss das auch schon gut legen, sein Training, oder wenn man mal an den Platz geht mit den Jungs, damit es nicht direkt irgendwie ein Tag vorm Spiel ist oder so, sondern es ist meistens dann der freie Tag oder vielleicht nach einem Regenerationstag, das dann nochmal nachmittags mit einstreuen. 18 Loch, es sind dann schon sehr viel, aber dann werden meistens 9 Loch gespielt oder so, oder bis die Sonne unterging im Sommer. Und macht dann schon Spaß mit den Jungs, vielleicht einen Tag nach dem Spiel ein bisschen runterkommen, ein bisschen quatschen, ein bisschen ablenken. Zwischendurch, wenn ein freier Tag dabei ist, dann ist es echt super und ein schönes Gefühl zum Entspannen, auch mental entspannen und für den Kopf. Und es macht einfach Riesenspaß. Ich habe meinen Handschuh vergessen. Der ist völlig verwirrt, der Junge. Ich habe meinen Tee vergessen. Oh mein Gott. Im Endeffekt geht es darum, dass wir Spaß haben, auch wenn nicht jeder Ball getroffen wird, perfekt. Wir haben Fun am Platz, fahren mit den Golfkarts durch die Gegend und freuen uns, wenn mal jemand einen guten Schlag hat. Schau mal, da bist du doch. Ich glaube, ich spiele nur 7er Eisen heute. Ah, geil. Sexy. Ja, beim Mensch ärgerlich ist das genauso. Ja, verlieren mag ich nicht so gerne. Golf ist natürlich auch Competition und Wettkampf, klar. Und da fordert man sich auch ein bisschen heraus, drückt mal ein paar Sprüche, kassiert auch welche. Aber das ist auch das Schöne daran. Aber den wievielten spielst du jetzt? Ja, 1, 2, Nee. 3, jetzt kommt der 4. Ja? Ich nehme den vorderen, ja. Das sind ein paar 4. Wenn ich den reinmache? 5, der kommt jetzt, oder? 4. Ich habe den da vorne hingespielt, dann habe ich den hier hinten hingespielt und jetzt hier 3. Ja. Ich bin schon in der ersten Bahn los, dass der mich bescheißen will. Wenn der hier vorne im Bunker landet, dann brechen wir hier komplett alles ab. Wir schießen jetzt wieder zurück, wo wir gerade gestanden haben. Im Endeffekt sind wir alle Sportler, wir sind alle erfolgshungrig, deswegen nicht nur Jannis, da sind noch ein paar andere Jungs, mit denen wir immer mal wieder gern Karten spielen oder kleinere Spiele vorm Training oder auch wenn es nur eine kleine Wette am Platz ist, ins kleine Tortreffen oder so gegeneinander. Macht Spaß, macht Fun, hebt das Niveau und deswegen geht es immer hier und da um eine Kleinigkeit, auch im Golf dann. David manchmal auch mal laut, sehr lautstark. Auch schon gut provozieren kann, wenn er gewinnt. Aber ich glaube, dass beide genau diese Motivation und diesen Siegeswillen auch im Training mal zeigen. Ja, das ist ein Fußball positiv Verrückter, der Spiele gewinnen will, der versucht sich weiterzuentwickeln. Also wenn wir spielen und jemand verliert von den beiden, ist nicht so cool, wenn man dann Sprüche über die loslässt, weil da sind sie richtig sauer, aber das ist auch gut so, das passt so. Ich glaube, da stimmt der Ehrgeiz, die Emotionen sind richtig. Er kann auch mal ein bisschen knallen, im positiven Sinne, aber ist auch schön. Niemals! Hör auf! Deswegen spielen sie dort, wo sie auf dem Niveau, wo sie jetzt spielen. Wenn du das nicht hast, dann schaffst du es nicht. Sie pushen, sie geben der Mannschaft Energie und das ist ganz wichtig. Und da sind beide sicherlich ganz weit vorne in der Mannschaft. Und ja, so leben wir auch durch Emotionen, das hilft uns, das macht uns besser am Platz und deswegen passt das sehr gut, was die beiden da machen. So sind wir richtig eingespielt und das sieht man auch und ich glaube, wir leben auch dafür. Also ich glaube, wenn hinten ein Verteidiger eine Aktion in der letzten Minute macht und den Ball klärt, dann feiern wir den alle ab, wie wenn jemand vorne ein Tor macht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dieser Zusammenhalt hinten, dass wir uns abfeiern, wenn solche Aktionen sind. Und ja, das sind die beiden extrem wichtig für uns. Ihre Entwicklung geht einher mit der Mannschaft und sie sind Teil der Mannschaft. Sie sind, glaube ich, gerne Teil der Mannschaft, sind beides Teamspieler, bringen sich immer wieder ein auf eine sehr positive Art und Weise, sind zwei witzige Typen, trotzdem sehr ehrgeizig, leistungsorientiert. Ja, das, was man so als Trainer braucht und was man erwartet.
wir verbringen viel Zeit miteinander, vor allem in englischen Wochen. Du bist viel im Hotel, bist viel unterwegs, viel auf Reisen. Wenn du dann immer nur auf dein iPad schaust und deinen Film schaust, ist ja auch langweilig. Da kann man sich schon mal mit seinen Mitspielern, mit seinen Kollegen beschäftigen. Die sieht man teilweise öfter als seine eigene Familie. Das ist dann sozusagen die zweite Familie. Es ist ihre Fußballfamilie. Und dort habe ich aber das Gefühl, dass auch die beiden vor allen Dingen ein ganz gutes Gespür haben auf eine unterschiedliche Art und Weise. Wir sind so oft zusammen, auch jetzt im Trainingslager in englischen Wochen, 3 Auswärtsspiele hintereinander, hockst im Hotel ständig zusammen. Und dann wäre es schon gut und wichtig, dass du einfach ein funktionierendes Team bist. Und dafür sind die Jungs und wir alle hier zuständig, Staff drumherum. Ich habe das Gefühl, dass das bei uns sehr anständig funktioniert. Wir machen ab vom Platz machen wir auch eine Menge miteinander. Sind auch noch ein paar andere Jungs dann dabei. Aber sei es mal morgens einen Kaffee trinken oder mal frühstücken, wenn die Zeit da ist, machen wir sehr gerne. David, wie er sich von Anfang an in die Mannschaft eingebracht hat, letztes Jahr schon, auch so ein Typ, der mit jedem gut ist. Auch wenn manchmal vielleicht sprachliche Barrieren da sind, kommt auch gut mit den Franzosen klar. Also das sind wirklich 2 Typen, die mit allen gut klarkommen. Sagt einfach raus, was er gerade denkt. Ist einfach ein Typ her, mit dem man einfach sehr viel Spaß haben kann, ab vom Platz, auf dem Platz auch, aber er weiß auch genau die Grenze, wo die Grenze ist, und er weiß auch, wann er den Hebel umzulegen hat, um dann wieder zu pushen, um intensiv zu sein im Training. Und das mag ich an ihm einfach, dass er diesen Schalter eigentlich gut unter Kontrolle hat und dass er auch einer ist, der vorausgeht im Training und auch seinen Mund aufmacht und pusht und fordert. Dass wir beide jetzt nicht die Vorzeigekarriere hatten, die perfekt gelaufen ist immer. Wir haben beide ein paar Umwege genommen, bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert. Ich hatte jetzt auch nicht den steilen Karriereweg. Bei ihm das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre, bei mir auch die letzten 3, 4 Jahre, ging sehr schnell. Und deswegen wissen wir, glaube ich, beide, was wir hier haben, was wir schätzen können. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Hatte, glaube ich, keine einfache erste Saison in Leipzig, hat die richtigen Lehren daraus gezogen. Ist auch dort positiv geblieben, kam im Sommer in einem guten Zustand aus dem Urlaub zurück, ist gesund geblieben, hat Selbstvertrauen getankt. Es sind eigentlich immer dieselben Schritte, die dazu führen, Widerstände, die er hatte, zu überwinden. Ich hatte keinen leichten Start bei Leipzig. Ich hatte 2 Top-Jahre, erst bei Fürth mit Aufstieg, dann bei Hoffenheim mit einer der Topscorer der Mannschaft, dann direkt nach einem Jahr weiterzuziehen nach Leipzig zu einem Champions-League-Club, zu einem Topverein in der Bundesliga, war ein Riesenschritt. Wurde auch nicht wenig Geld für mich ausgegeben, da war schon ein bisschen Druck da, ich wollte es direkt zurückzahlen. Große Rolle hat bei mir dann auch die neue Position gespielt, dass ich da umgeschult wurde auf einen Linksverteidiger, das muss ich natürlich klar sagen. Und dann natürlich 2 Top-Saisons und dann sieht man, wie schnell es im Fußball gehen kann. Ich bin sehr dankbar dafür, bin aber weitaus noch nicht zufrieden mit mir in meiner Entwicklung und will noch nächste Schritte gehen und noch besser werden. Ich glaube, insgesamt lief die Saison gar nicht so schlecht, wie David das auch hier und da empfunden hat. Natürlich haben wir nicht so viele Assists und Tore zu Buche stehen gehabt. Ich glaube, darüber identifizieren sich die Jungs dann natürlich auch stark. Aber er hat seine Spiele gehabt, er hat gute Spiele gespielt. Und hinten raus in der Schlussphase hat sich dann schon ein bisschen das Blatt Richtung Hals in ganz wichtigen Spielen gewendet. Und das hat natürlich genagt am Selbstverständnis. Und dort hat er schon auch kurz genau das nicht gemacht, was wichtig ist. Er ist nicht so klar bei sich geblieben, hat sich nicht genug vertraut, um das dann auch anzunehmen. Und das hat sich dann so ein Stück weit auch in seiner Verhaltensweise am Platz, neben dem Platz auch ausgewirkt. Das merkst du und das spürst du als Trainer. Ich habe dann nicht ganz das auf den Platz gebracht, was ich verlangt hatte. Er hat mich ein bisschen unter Druck gesetzt und er hat immer wieder mit mir gesprochen. Insgesamt der Verein war sehr geduldig mit mir und da hat er mir brutal gut getan. Hat mir immer wieder gesagt, wart ab, das ist dein erstes Jahr und
Ja, habe wieder zu mir gefunden, habe meine Stärke gefunden, meine Leichtigkeit, die er auch immer wieder anspricht. Ich brauche diese Leichtigkeit, ich bin sehr verbissen, sehr ehrgeizig. Klar, auch über solche Dinge, über solche Phasen unterhält man sich natürlich auch, tauscht man sich auch aus. Und vielleicht hat der ein oder andere auch nochmal einen Tipp, den er vielleicht auch mitnehmen kann. David für mich, ich für ihn. Im Moment müssen wir gar nicht so viel reden. In der Phase, wo es nicht so gut lief, haben wir geredet. Auch dort gibt es dann aber Momente, in denen, ja, und das habe ich dann schon auch gespürt, der Trainer sich vielleicht mal zurücknehmen muss und der Spieler dann auch gar nicht mehr so aufnahmefähig ist für das, was da jetzt vielleicht an positiven Input noch kommt. Aber wichtig ist auch, dass man da nicht zu verbissen ist. Fakt ist, dass das, was auf dem Platz passiert, ist das Wichtigste. Und da können wir sicherlich durch solche sag ich mal, Freundschaften oder durch solche Treffen, die wir auch ab und zu mal haben, noch mal was rausholen, definitiv. Ich hatte keine leichte Zeit in der zweiten Liga, hatte da auch eine schwere Phase, wo ich lange nicht gespielt habe, nachdem ich eigentlich als junger Spieler mit 17, 18 schon viele Einsätze hatte. Und dann muss man einfach reifen, man muss sich auf sich selbst konzentrieren, muss schauen, wo muss ich mich verbessern, wo muss ich mental stärker werden, was verlange ich von mir selbst. Schön ist, dass er die Sommerpause genutzt hat, um zu sich zurückzukommen, sich zu finden, an sich zu glauben. Und jetzt merkt man natürlich, dass er mit wirklich viel Selbstvertrauen, einem hohen Maß an Fitness, dann einfach auch genau das liefert, was er von sich selber erwartet, nämlich Assists, Tore, und bringt sich gut fürs Team ein. Und jetzt geht es darum, dass er dran bleibt, weil da ist dann das Geschäft und auch der Trainer gnadenlos. Es geht um Leistung und die muss er immer wieder nachweisen. Hatte den auch mal bei einem Spieler schon gesehen in der Premier League. Ich fand den mal so ganz cool. Dann hatte ich zu der Zeit echt viele Golfstunden, habe viel geübt und dann ist das einfach so aus der Situation raus entstanden. Technisch sieht das, denke ich, ähnlich aus, gleich auf dem Golfplatz wie der Jubel. Nee, aber ja, ist, glaube ich, recht spontan entstanden beim David. Aber war dir sofort klar, ja, weil wir haben echt überlegt, okay, eigentlich könnte es auch ein Baseball-Jubel sein oder Tischtennis. Ich habe es schon erkannt, ich fahre ab und zu mal golfen mit ihm. Ich bin eigentlich noch nicht auf dem Level, wahrscheinlich so jubeln zu dürfen, aber nee, ist glaube ich, ein ganz lustiger Torjubel. Allerdings wusste ich, dass David kurz vorher angefangen hat, Golf zu spielen. Dementsprechend war es mir fast klar. Allerdings haben natürlich viele Golffans schon gesagt, dass dort am Schwung noch ein bisschen arbeiten muss nach einem Tor. Ja gut, das zeigt wahrscheinlich viel über meine Technik, die ich da beim Torjubel benutzt habe. Manche dachten auch, es wäre ein Baseball-Jubel. Nee, war ein Golfjubel. Ja, habe ihn da dann auch direkt zweimal gemacht. Dann noch ein Putt hinterher. Ich glaube, dann wusste jeder, dass es auch wirklich Golfen ist. Janis ist eher grundsätzlich einer, der beobachtet, ein ruhiger Typ ist, aber wenn er was zu sagen hat, dann sagt es auch mit Nachdruck. Und David ist schon einer, der gerne viel Input gibt, eher extrovertiert ist. Emotionskontrolle, das ist so für David manchmal ein kleines Thema. Aber er soll auf jeden Fall so bleiben, wie er ist, weil er ein positiv Verrückter ist, weil er gut zu uns passt. Und das Gleiche gilt für Janis. Ja, und am Ende geht es darum, dass wir gemeinsam Erfolge feiern, dass wir Spiele gewinnen, so viel wie möglich. Und dazu sollen beide beitragen. Mit Janis, man hat es auch schon gesehen, wo er nicht gespielt hat, dass er wirklich ein kompletter Mannschaftsspieler ist, dass er wirklich jemand ist, mit dem man auch so reden kann. Er macht auch die Mannschaftskasse, hat alles im Griff. Janis ist da schon ein guter Typ. Der wird das sehen, ich darf mir jetzt nicht zu viel loben. Nee, Janis ist ein Wahnsinnstyp, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Also auf dem Platz
Allein jetzt sein Werdegang, wie er zu Leipzig kam, kam ja im gleichen Jahr wie mit mir, war ja eigentlich jetzt erstmal nicht so eingeplant zu spielen. Dann hat er sofort Super Pete ersetzt und hat sich sportlich brutal gut eingebracht, brutal entwickelt auch, macht nächste Steps, ist wichtig für uns als Team auch am Platz, geht voran, immer gute Körpersprache. Wenn er was bei mir zu kritisieren hat oder ich bei ihm, dann können wir immer offen miteinander reden, wenn wir uns Tipps geben wollen oder so. Und ja, das ist fantastisch, mit ihm da zusammenzuarbeiten. Wir sind alle mega einverstanden und auch stolz, dass Jannis bei der Nationalmannschaft dabei war. Das hat er sich hart erarbeitet und verdient, aber dazu gehören, und das gehört im Fußball dann auch dazu, immer wieder so auch ein paar Momente, die für dich arbeiten. Leider eine schwere Verletzung von unserer Nummer 1, wenn die nicht gekommen wäre, wer weiß, dann wäre Jannis immer noch in einer ähnlichen Rolle wie damals. Aber auch er hat den Moment genutzt, er war bereit. Das zeigt auch die Qualität von ihm, dass er auf diesen Moment vorbereitet war und hat von der ersten Minute an Sicherheit ausgestrahlt. Er hat wichtige Bälle für uns gehalten, er hat es mit Ball gut gemacht. Er ist in der Kabine jemand, der auch Wort hat, auf den die Jungs hören. Und dementsprechend ist es jetzt mit der Vorerfahrung und dem Wissen, das ich habe, eigentlich nicht mehr überraschend. Ja. Neben dem Platz auch absolut vorbildlich. Allein wie er das macht mit seiner Familie, mit seinem Kleinen. Ja, ist ein Hammer-Typ. Ist für jeden Spaß zu haben, weiß aber auch, wann jetzt mal Schluss ist. Und ja, ist so ein bisschen wie so ein großer Bruder. Je öfter man zusammenspielt, desto besser funktionieren die Abläufe. Man kann sich aufeinander verlassen. Jannis ist absolut einer, auf den ich mich verlassen kann. Wenn der was sagt, dann mache ich das. Und genauso tauschen wir uns auch aus. Wir reden auch über Fußball, definitiv, auch viel. Aber da sind auch einfach private Themen dabei und einfach auch mal weg vom Fußball. Viele Fußballlehrer, die was einfach sagen, dass Defensive oft entscheidet über die Saison, wenn man da hinten gut steht. Braucht man eigentlich immer nur ein Tor pro Spiel, was man oft erzielt. Und ich glaube, wir haben das gut gemacht, aber wir haben auch noch Luft nach oben. Ich freue mich natürlich, dass ich dann auch mit einem Linksaußen Außenverteidiger guten Kontakt habe. Und da ist auch mal eine andere Connection einfach da, wie es jetzt vielleicht zu einem Stürmer vielleicht ist. Da geht es mehr um die defensive Ordnung, um die Struktur, und in den offensiven Positionen man hat es bei Daniel und Emil zum Beispiel gesehen, die da frei rumgelaufen sind und einfach sich immer gegenseitig gesucht haben, die so ein bisschen Freigespenster waren auf dem Platz, und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Deswegen denke ich mal, dass dieses Einspielen sowohl defensiv als auch offensiv sehr wichtig ist. Nur defensiv, wenn da ein Fehler passiert, ist es meistens schlimmer als offensiv. Die taktischen Dinge im Spiel ist man als Torwart oder die Defensivline einfach nochmal anders verbunden, sage ich mal, weil man nochmal viel mehr Spielfluss zusammen hat. Und viel mehr Spielaktionen auch zusammen hat. Gerade als Torwart ist auch ein bisschen eine Einzelposition. Aber da ist die Connection einfach auch ganz wichtig mit der Defensivline. Ja, es gibt mir unheimlich viel Ruhe, sage ich mal. Gehört natürlich auch nicht nur die ganze Defensivline dazu, sondern das kompakte Verteidigen von der ganzen Mannschaft. Das machen wir im Moment auch gut, können es vielleicht auch noch besser machen, wollen uns immer verbessern in allen Punkten. Die Connection, die ist einfach auch durchs Training da, ob man jetzt spielt oder nicht. Und das ist halt auch in einem funktionierenden Team ganz wichtig, dass man da nicht so die Grüppchen hat von 3, 4 Leuten, die dann irgendwie immer nur zusammen sind, sondern dass die Gruppe dann auch größer wird und alle immer gut integriert werden. Und das ist, denke ich, bei uns auch ein großer positiver Aspekt, denke ich, in der Mannschaft. Ich glaube, jeder ist unterschiedlich. Jeder weiß, was er genau braucht. Der eine ist emotionaler, lauter, ist dadurch mehr im Spiel. Der andere ist eher ruhiger, ist in sich gekehrt, damit er eben ruhig bleibt in den Aktionen. Ich glaube, da muss man immer schauen, und vor allem, wie der Spielverlauf ist. Manchmal gibt es Tage, da braucht man Emotionen, dann ist man ein bisschen drüber. Dann gibt es Spiele, wo man eher ruhig bleiben muss, wo von außen sehr viel Energie kommt und wo man nicht überpacen darf. Wir haben einen hervorragenden Torwarttrainer, ein tolles Torwartteam, die sich immer gegenseitig pushen, weiterentwickeln. Also ich glaube, dass da immer noch Schritte nach vorne gehen, auch in Jannis Spiel. Klar, Pete will auch wieder ins Tor, und ich als Trainer gucke dort natürlich dann auch genau hin.
Ja, wie geht wer mit welcher Situation um und am Ende natürlich auch, wie präsentiert sich wer auf dem Trainingsplatz im Training. Also Putt ist natürlich einfacher. Chippen ist so dieses kurze Spiel, was ein bisschen mehr Spaß macht. Beim langen Spiel, bei den Eisen, beim Driver ist schon sehr, sehr viel Technik dahinter und Qualität, die man braucht, damit die auch ankommt. Aber natürlich macht es auch mal Spaß, die mit dem Driver einfach rauszuknallen. Oh, unlucky. Glückwunsch. Das ist ein Bogey, ne? Also wer hat gewonnen jetzt? Ja, ich habe mit einem Schlag die erste Bahn gewonnen, aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir spielen jetzt noch ein paar Löcher. Also stimmt das, Janis? Hat er recht? Oder? Das ist korrekt, ja. Muss ich bestätigen. Komm, David, Sonne geht unter. Ciao!